Ich werde Tanja und Ziegler in Sicherheit wiegen. Und vielleicht erfahre ich ja dann, was sie als nächstes vorhat. Was ist eigentlich mit Felix? Ja. Er hat eben vom Geschäft noch überhaupt keine Ahnung. Leider ist er mir auch gar keine Hilfe. Der versteht einfach nicht den Ernst der Lage. Du darfst nicht mehr im No Limits arbeiten? Überdreht die jetzt völlig durch? Sie will die Kneipe verpachten, weil sie bald auf Weltreise geht. Diese hier, die musst du dir anhören. Ich habe Besseres zu tun. Verschwinde. Ich hätte ihn niemals zu dieser Heirat zwingen dürfen. Ihn nicht erpressen dürfen mit Carolins Freilassung. Ich habe Christoph in den Selbstmord getrieben. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Glaubst du nicht auch? Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Du. Ich nehme nicht an, dass du die Kopie als Souvenir behalten möchtest. Du glaubst doch nicht, dass ich mit dem Originalband hergekommen bin. Woher hast du es? Ich glaube, ich langweile dich nicht mit Details. Sagen wir, es wurde mir zugespielt. Also schön. Was willst du? Du entschuldigst dich bei Marie, dass du mich schlecht gemacht hast. Und du hältst dich in Zukunft aus unserer Freundschaft raus. Was hast du mit ihr vor? Das erfährst du schon noch früh genug. Und du hast da ganz sicher nichts falsch verstanden. Na, was gibt's denn da falsch zu verstehen? Dagegen musst du doch was tun. Wieso? Sollen die nicht doch auf Weltreise gehen? Du kannst sie doch nicht einfach so verreisen lassen. Von mir aus kann sie auch zum Nordpol auswandern. Das ist mir egal, das interessiert mich nicht mehr. Hör mal, Nina ging's die ganze Zeit total dreckig, weil du dich nicht mit ihr versöhnen willst. Ja, bestimmt packt sie ihre Sachen nur, weil sie so frustriert ist. Sie haut einfach ab und lässt mich im Stich wie die letzten 16 Jahre. Ich bin mir hundertprozentig sicher, Nina würde die Weltreise sofort sausen lassen, wenn du zu ihr Ich gehen werde würdest. gar nichts tun. Und jetzt lass mich mit diesem Scheißthema in Ruhe. Ich finde, dass du völlig richtig gehandelt hast, um die Vorwürfe gegen Caradonna zu entkräften. Es war das Mindeste, den Erlös aus dem Verkauf der Stoffe an eine philippinische Schule zu spenden. Ach, wenn ich gewusst hätte, dass sie mit Kindern arbeiten, ich hätte mich doch gar nie mit denen eingelassen. Ich bitte dich. Das weiß wohl jeder, der dich kennt. Hast du die Presse schon informiert? Nein, aber dafür habe ich die Spendenaktion ja auch gar nicht gemacht. Außerdem, nach diesen ganzen negativen Schlagzeilen habe ich erstmal genug von den Medien. Aber ein bisschen gute Publicity kann dir in deiner Situation nicht schaden. Kann schon sein. Hallo zusammen. Ah, hi, meine Ablösung. Ich muss los. Tschüss. Ciao. Felix, schön, dass du da bist. Hast du irgendwas? Was soll ich haben? Bringst du mir bitte eine Cola, Angelo? Gerne. Felix, ich weiß doch genau, dass irgendwas nicht stimmt. Du bist seit Tagen total komisch drauf. Ach, bin ich das? Hat das was mit mir zu tun? Felix, jetzt rück endlich raus mit der Sprache. Ich erfahre bestimmte Sachen nicht gerne rein zufällig. Wie zum Beispiel, dass ich dir keine große Hilfe bin, weil du mich eh zu jung und zu kindisch findest. Wie kommst du denn darauf? Ich habe gehört, wie du es zu Marc gesagt hast. Nina hat sich doch auch total lieb um dich gekümmert, als Irene gestorben ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Irene meine Mutter ist. Wo war Nina denn da? Nina war 13. 13. Verstehst du? Das sind 3 Jahre jünger, als du jetzt bist. Kannst du dir nicht vorstellen, dass sie vollkommen überfordert war mit der Situation? Ja klar, und jetzt ist sie erwachsen und immer noch überfordert, oder wie darf ich das verstehen? Seht ihr? Fällt euch auch nichts mehr ein. Ist doch egal, ich geh duschen. Mist, du hattest recht. Mein Plan ist vollkommen beknackt. Sieht so aus. Warum muss Lara auch nur so verdammt stur sein? Wenn Nina erfahren würde, dass ich Lara erzählt habe, dass sie auf Weltreise geht Dann und... wird sie dir den Kopf abreißen.
Jetzt wart erst mal ab. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Lara das alles so kalt lässt. Ja, das ist eine ganz tolle neue Erkenntnis. Vielleicht will sie einfach nicht zugeben, wie wichtig Nina für sie ist. Da sind Sie. Guten Tag, erstmal. Sind Sie eigentlich noch ganz bei Trost? Schön, dass Sie Ihre Gefühle so rauslassen. Aber würden Sie mir bitte sagen, Hören Sie worum doch es... auf mit Ihrem scheinheiligen Getue. Ich weiß wirklich nicht... Sie haben die Tonbänder meiner Therapiestunden an Tanja von Anstetten verhökert. Wie bitte? Leugnen Sie es nicht, ich weiß es. Wie kommen Sie auf diese absurde Idee? Sie war hier und hat es mir vorgespielt. Das ist unmöglich. Ach, unmöglich. Nun sagen Sie schon, wie viel haben Sie dafür abkassiert? 20.000? 50.000? Ich nehme meinen Beruf sehr ernst und ich lasse mich doch nicht auf solche Geschäfte ein. Das sollten Sie eigentlich Sie wissen. haben die Bänder achtlos in Ihrer Praxis rumliegen lassen, sodass sie für jedermann zugänglich waren. Gräfin von Anstetten, ich weiß wirklich nicht, wie das Band in den Besitz dieser Tanja kommen konnte. Das hilft mir jetzt auch nichts weiter. Dank Ihnen weiß ich jetzt alles über Christophs Selbstmord. Alles! Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was es für mich bedeutet? Ah, na endlich, oh mein Retter. Entschuldige, ich muss doch gleich los. Date wartet nicht gern. Und sie ist so temperamentvoll. Dann viel Spaß. Den werde ich haben. Ihr seid noch versorgt? Ja, danke. Ich verstehe einfach nicht, warum du mir nicht direkt was gesagt hast. Ich dachte, wir wollten uns immer die Wahrheit sagen. Und das ausgerechnet von dir. Ich kam mir danach eben ziemlich bescheuert vor. Ich weiß, dass ich dir keine geschäftlichen Tipps geben kann. Wie Henning zum Beispiel. Das verlangt doch auch gar keiner. Und ich interessiere mich auch nicht so für den ganzen Modekram. Das musst du doch auch gar nicht. Aber ich habe gehofft, dass ich dich unterstützen kann. Das tust du doch auch. Auf eine andere Art und Weise eben. Als ich mit Marc gesprochen habe, da war ich total durch den Wind wegen Caradonna. Du musst mir einfach glauben, dass ich das nicht ernst gemeint habe. Außerdem will ich auch nicht meine ganzen beruflichen Probleme bei dir abladen. Aber es gehört auch zu einer Beziehung, dass man sich gegenseitig erzählt, wenn es einem schlecht geht. Du hast ja recht. Aber Caradonna ist auch nicht alles. Dass wir beide uns gut verstehen, das ist mir sehr wichtig. Meinst du nicht, wir kriegen das wieder hin? Nina, isst du nicht mit uns? Ich muss nach Hause meine Tasche für Hamburg packen. Außerdem komme ich ja morgen früh zum Frühstück. Eva und du, ihr habt euch ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ne? Freust dich bestimmt, sie zu besuchen. Ja, sehr. Das klingt aber nicht so überzeugt. Ach, ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, dass ich wegfahre. Ich habe das Gefühl, ich sollte lieber hier bleiben. Wegen Lara. Habt ihr denn mal wieder miteinander gesprochen? Wir haben uns zufällig im No Limits getroffen. Aber Lara war sehr feindselig. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt endgültig nichts mehr mit mir zu tun haben will. Nina, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, vielleicht sieht die Sache anders aus, wenn du aus Hamburg zurück bist. Glaube ich nicht. Naja, ich muss jetzt auch los. Ja, ich bring dich noch zur Tür. Tschüss. Tschüss. Bitte? Danke. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Charlie. Clarissa. Du hast auch schon besser ausgesehen. Spar dir deine Kommentare. Ist was passiert? Ja, frag nicht. Tanja erpresst mich. Womit denn? Sie hat herausgefunden, dass sie weiß, wie es zu Christophs Selbstmord kam. Und jetzt droht sie damit, es zu veröffentlichen. Mein Gott, weißt du, was das für Henning bedeuten würde? Natürlich. Was willst du denn jetzt unternehmen? Ich werde Ziegler kontaktieren. Diesen Detektiv, der Maries Lebensretterin ausfindig machen sollte? Was willst du denn von dem? Ich habe herausgefunden, dass sie die ganze Zeit für Tanja gearbeitet hat. Du willst ihn kaufen, vermute ich. Genau. Wenn er Tanja von deinem Angebot erzählt, was dann? Das Risiko muss ich eingehen. Du pokerst ziemlich hoch. Ja, aber er hat bestimmt einige nützliche Informationen über Tanja. Und die werde ich ihm entlocken. Koste es, was es wolle. Ich
kann mir schon vorstellen, wie hart das für dich gewesen ist. Trotzdem, ich kenne das. Wenn man im Stress ist, sagt man oft Dinge, die man nicht so meint. Ich nehme mir aber nicht ab, dass sie es nur so dahingesagt hat. Es ist doch schon wieder dasselbe blöde Spiel. Aber dann wäre Kathi nicht mit dir zusammen. Und der Altersunterschied war ihr schon vorher klar. Vielleicht nicht klar genug. Aber jetzt ist doch wieder alles okay zwischen euch. Naja, wir haben uns ausgesprochen und auch wieder versöhnt. Ich will ja auch nicht ewig auf der Sache rumreiten. Und bei dem Skandal um Caradonna war ich ja wirklich keine große Hilfe. Was hättest du denn tun können? Ich weiß nicht. Ihr mehr beistehen. Das hast du doch. Du warst für sie da. Ja, toll. Und was hat es genützt? Die Presse hat Kathi total fertig gemacht. Dabei war es nicht mal ihre Schuld. Sie hat sogar Geld für den Bau einer Schule auf den Philippinen gespendet. Im Ernst? Die Presse sollte lieber über solche Aktionen berichten, als sich ständig das Maul zu zerreißen. Clarissa wäre mir am liebsten ins Gesicht gesprungen. Da wäre ich ja zu gern dabei gewesen. Bitte schön. Danke. Dankeschön. Bist du nicht der Bruder von Marc? Ja, wieso? Ich bin Freund von Marc, Daniel. Freut mich, dich mal hier zu sehen. Ja, mich auch. Wir werden uns bestimmt hier noch öfter sehen, ne? Ja, bestimmt. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Da jedenfalls nicht. Es wäre schon ganz gut, wenn wir uns in der Öffentlichkeit ein bisschen diskret verhalten. Guten Abend. Ich hoffe, ich störe nicht. Doch, eigentlich schon. Entschuldigst du mich kurz? Was willst du? Immer noch das Gleiche wie heute Morgen. Mein Geld. Du nervst langsam. Damit kann ich leben. Ich habe alle Jobs erledigt. Ich habe Marie überfallen und dir die Bänder besorgt. Soll ich jetzt applaudieren? Nur zahlen. Wenn du brav bist und wartest, bis ich zu dir komme, kriegst du dein Geld. Wenn nicht, gehst du leer aus. Und jetzt verschwinde. Hatte dein Bekannter einen schlechten Tag? Wen interessiert das? Eben. Es war wirklich eine schöne Idee von dir, in den Rhein zu gehen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, du siehst auch schon viel entspannter aus. Ich habe übrigens gestern noch mal mit meiner Mutter telefoniert. Und? Zumindest hat sie sich ein wenig beruhigt. Glaub mir, die ganze Sache wird schnell wieder vergessen sein. Für mich nicht. Meine Mutter hat mir eine große Verantwortung übergeben, als sie mir die Firmenleitung übertragen hat. Du meinst, du hast sie enttäuscht? Ich war viel zu leichtsinnig. Ich hätte mich um viel mehr Dinge selber kümmern müssen. Deine Mutter wird sicher verstehen, dass du trotzdem das Beste aus der Situation gemacht hast. Meinst du? Ja. Und ich habe auch versucht, meinen Teil dazu beizutragen. Ich weiß, dass du die Spendenaktion nicht wegen der Publicity gemacht hast, aber vielleicht freust du dich ja trotzdem. Caradonna. Durch großzügige Spende rehabilitiert. Ich komme mir so mies vor. Am besten, ich kläre sie über alles auf, hm? Hallo, Arno. Vielleicht hat sich das schon erledigt. Ja, mir geht's gut. Hoffentlich verplappert sich Herr Brandner nicht. Vergiss es, Arno. Nein, ich will nicht mit Nina reden. Das ist mir egal, mir geht's ja auch nicht gerade blendend. Ja. Ja, mach's gut, Arno. Tschüss. Jetzt fängt er auch noch damit an. Womit denn eigentlich? Oh, wie schrecklich sich die arme Nina fühlt. Warum geht's ja eigentlich immer nur um Nina? Lara, es ist wirklich möglich, so ein traumatisches Erlebnis komplett zu verdrängen. Sozusagen, um sich selbst zu schützen. Ich kann das echt nicht mehr hören. Denkt ihr vielleicht, ist es witzig, wie ein traumatisches Erlebnis behandelt zu werden? Komm, so hat Tom das doch gar nicht gemeint. Ja, aber Nina. Und sie haut einfach ab. Oder ist das auch Verdrängung aus Selbstschutz? Lara, du bist wirklich ungerecht. Ich meine, du gibst Nina überhaupt keine Chance. Wisst ihr was? Diskutiert das doch am besten mit Arno und Elisabeth, ha? Aber verschont mich damit! Super. Von dem Bordeaux nehmen wir 3 Kisten mehr. Angelo? Ja?
sind Sie denn mit Ihren Gedanken? Sind Sie etwa verliebt? Ja, die wunderschönste und bezauberndste Frau, die mir jemals begegnet ist. Wenn Sie mit Ihrer Schwärmerei fertig sind, könnte ich dann vielleicht einen Espresso bekommen? Sicher. Na, mit Ziegler bist du wohl noch nicht weitergekommen, ne? Ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen. Was jetzt? Danke. Na, was wohl? Ich muss warten, bis er sich meldet. Guten Morgen. Er bleibt doch nichts erspart. Wenn du nicht auf meinen Vorschlag eingehst, könnte das passieren. Oh. Ist auch wirklich traurig, mit was für Lappalien sich die Zeitungen im Augenblick abgeben müssen. Aufregende Nachrichten, das ist es, was die Leser wollen. Wie wär's zum Beispiel mit Clarissa von Anstetten treibt? Treib du es nicht so weit. Wenn ich will, treibe ich es noch viel weiter. Schönen Tag noch. Was wollte Tanja denn schon wieder? Mich provozieren, was sonst? Pardon. Von Anstetten? Herr Ziegler. Einen neuen Auftrag. Könnte man so sagen. So, welches Frühstück nimmst du jetzt? Ich habe keinen Hunger, danke. Guten Morgen, ihr beiden. Schwesterherz. Machst du mir 8 belegte Baguettes fürs Label? Klar, wie immer. Und ich hätte gerne einen schönen Milchkaffee. Okay. Hier, lies mal. Hey, super. Kathi hat sich bestimmt über den Bericht gefreut. Wenn, dann hat sie es gut versteckt. Sie hat mir ziemlich deutlich klar gemacht, dass ich die Info nicht ohne ihre Einwilligung hätte rausgeben dürfen. Aber der Artikel ist doch sehr hilfreich für Sie. Aber das ist ihr egal. Sie wollte aus der Spendenaktion kein Kapital schlagen. Ach je, dann lässt du dir extra was einfallen. Ja, und mache schon wieder alles falsch. Nimmst du nicht Ja. zu sehr zu Herzen. Danke. Es ist ja nicht nur der Artikel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Beziehung ziemlich aus dem Ruder läuft. Nein, ich bin nicht richtig sauer auf Felix. Ich weiß doch, dass er es nur gut gemeint hat. Aber? Nichts, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Ich melde mich bei dir. Okay. Tschüss. Ciao. Hallo, tschüss. Hi. Hallo. Bitte, jetzt tu nicht so, als ob dir Nina völlig egal ist. Hi. Morgen zusammen. Du hast mir versprochen, das Thema nicht mehr zu erwähnen. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass sie die Reise sofort absagen würde. Alexa, Nina amüsiert sich auf ihrer Weltreise. Ich verschwende dir doch keinen Gedanken. Aber als du noch gedacht hast, dass ihr beide Schwestern seid, da seid ihr prima miteinander ausgekommen. Das war auch was anderes. Jetzt ist sie meine Mutter. Ja, aber sie ist doch immer noch die gleiche. Weißt du, was ich glaube? Du willst einfach nur nicht zugeben, wie wichtig Nina dir ist. Mensch, Lara, willst du wirklich, dass du Nina verlierst wegen diesem ganzen Quatsch? Möchtest du nicht doch noch was? Danke. Ich muss auch noch die Tasche packen. Verdammt. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gehofft, ich könnte noch mal vermitteln zwischen Lara und dir. Also habe ich sie angerufen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich wollte, dass sie noch mal mit Nina spricht. Aber das ist nach hinten losgegangen. Tja, das kann man so sagen. Keine besonders gute Idee. Hoffentlich denkt Lara jetzt nicht, dass Nina dich geschickt hat. Na Quatsch. Trotzdem vielen Dank. Naja, Versuch war es wert. Ich muss jetzt auch los. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Nina. Gräfin von Anstetten, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Bitte, nehmen Sie Platz. Sehr gern, danke. Also, was kann ich für Sie tun?
Gestatten Sie mir eine Frage. Natürlich, ja. Wie viel zahlt Ihnen Tanja von Anstetten? Bitte? Ich verstehe nicht recht. Ich weiß, dass Sie für sie arbeiten. Wie kommen Sie darauf? Nun, wir können dieses Spielchen noch eine Weile treiben. Oder gleich ins Geschäft kommen. Ich möchte, dass Sie ab sofort die Seiten wechseln und für mich arbeiten. Warum sollte ich das tun? Weil Sie mit mir auf der Gewinnerseite sind. Wenn Sie weiter für Tanja arbeiten, werden Sie mit ihr untergehen. Ja. Sag mal, bist du schon wieder da? Hallo. Jetzt Hi. geh halt doch mal. Heute Morgen am Rhein. Ich war ziemlich ungerecht zu dir. Es tut mir leid, dass ich wegen des Artikels gleich so ausgeflippt bin. Kann man nichts machen. Wollen wir das Ganze nicht einfach vergessen? Felix, jetzt mach doch bitte kein Drama daraus. Das ist es nicht. Unser Streit vorhin hat mir nur wieder mal gezeigt, dass wir viel zu unterschiedlich sind. Viele Paare sind unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass wir zusammen glücklich sein können. Felix. Doch. Und du weißt das doch auch. Deswegen ist es besser, wenn wir uns trennen. Deine Reiselektüre reicht ja bis zum Nordkap. Hauptsache, ich fange nicht an zu grübeln. Ja, und was mache ich, solange du weg bist? Immer wieder Jungfrau. Okay, das kannst du haben. Aber wehe, du liest wieder das Ende zuerst. Das mache ich nicht. Ehrenwort. Versprich mir, dass du dir ein paar schöne Tage mit deiner Freundin machst. Ich werde es versuchen. Wie ich Eva kenne, schleppt sie mich bestimmt durch sämtliche Hamburger Clubs. Lara. Ich will nicht, dass du wegfährst. Du bist doch meine Mutter.